Zwischen Japan und Südkorea liegt ein Meeresstreifen von gut 200 Kilometern. Klingt weit. Aber Ingenieure planen, diesen Abstand komplett zu untergraben. Mit einem Tunnel, der tiefer geht, länger ist und mehr kostet als fast alles, was die Menschheit je gebaut hat. Und das Verrückte daran? Der Plan existiert schon seit Jahrzehnten. Nur hat ihn bisher niemand ernsthaft angepackt. Das soll sich jetzt ändern. Erstmal die Basics. Japan und Südkorea sind zwei der wirtschaftsstärksten Länder Asiens. Zusammen erwirtschaften sie jährlich rund 7 Billionen Dollar. Millionen von Menschen reisen jedes Jahr zwischen beiden Ländern, fast ausschließlich per Flugzeug. Keine Zugverbindung, keine Brücke, kein Tunnel, nur Luft und Wasser. Der schmälste Punkt zwischen beiden Ländern liegt zwischen der japanischen Insel Kyushu und der südkoreanischen Stadt Busan. Direkt dazwischen liegt die Inselkette Tsushima, als hätte die Natur selbst schon Trittsteine gelegt. Genau diese Route ist der Kern des Projekts. Ein Tunnel von Karatsu in der japanischen Präfektur Saga bis nach Busan. Insgesamt rund 200 Kilometer, davon etwa 130 Kilometer direkt unter dem Meeresboden. Zum Vergleich: der Eurotunnel zwischen England und Frankreich ist gerade mal 50 Kilometer lang. Der geplante Japan-Korea-Tunnel wäre mehr als 4-mal so lang. Aber warum eigentlich ein Tunnel und keine Brücke? Die Antwort liegt unter der Wasseroberfläche. Die Koreastraße ist an manchen Stellen bis zu 220 Meter tief. Eine Brücke dieser Länge wäre technisch möglich, aber ein absoluter Albtraum. Die Region liegt mitten in einer seismisch aktiven Zone. Erdbeben, Taifune, mächtige Meeresströmungen. Eine Brücke würde permanente Wartung brauchen und wäre bei jedem größeren Sturm gefährdet. Ein Tunnel dagegen liegt unter all dem. Ruhig, geschützt, stabil, zumindest in der Theorie. Die erste ernsthafte Diskussion über diesen Tunnel begann in den 1980er Jahren. Ausgelöst wurde sie von Sun Myung Moon, dem Gründer der Vereinigungskirche, der die Idee als Symbol für Frieden zwischen den beiden Ländern sah. Später übernahmen Ingenieure und Politiker das Konzept. Seitdem gab es Studien, Entwürfe und politische Gespräche, aber bislang noch keinen einzigen Spatenstich. Was macht das Projekt so unglaublich schwierig? Fangen wir mit der Tiefe an. Der Eurotunnel, das bisher erfolgreichste Untertunnelprojekt der Welt, liegt maximal 75 Meter unter dem Meeresspiegel. Der Japan-Korea-Tunnel müsste an seinen tiefsten Punkten mehr als doppelt so tief reichen. Das bedeutet enormen Wasserdruck auf das Tunnelrohr. Das bedeutet Materialien, die diese Last über Jahrzehnte standhalten müssen, während unten alles zittert und oben der Ozean drückt. Dann die Länge. 130 Kilometer unter dem Meer. Keine Fenster, kein natürliches Licht, keine schnellen Ausgänge. Ventilation, Notfallsysteme, Brandschutz, alles muss perfekt funktionieren. Bei einem normalen Tunnel kann man zur Not eine Tür aufmachen. Hier nicht. Und dann das größte Problem von allen: das Geld. Aktuelle Schätzungen gehen von Kosten zwischen 200 und 300 Milliarden Dollar aus. Manche Experten sagen noch mehr. Zum Vergleich: die Gesamtkosten des Eurotunnels lagen bei rund 21 Milliarden Dollar. Und der lief massiv über Budget. Der Japan-Korea-Tunnel würde also mindestens das 10-fache kosten. Also, warum reden wir überhaupt noch darüber? Weil der wirtschaftliche Nutzen gewaltig wäre. Stell dir vor, ein Hochgeschwindigkeitszug von Seoul nach Tokio in unter 3 Stunden. Heute dauert die gleiche Strecke per Flugzeug, inklusive Anreise, Check-in und Wartezeit, gut 5 bis 6 Stunden. Ein Tunnel halbiert diese Zeit. Und das nicht nur für Touristen, für Fracht, für Handel, für ganze Lieferketten. Japan und Südkorea zusammen exportieren jährlich Waren im Wert von über 1,5 Billionen Dollar. Ein direkter Unterwasserweg zwischen beiden Ländern könnte diesen Austausch massiv beschleunigen. Neue Industrien, neue Verbindungen, neue wirtschaftliche Achsen in einer Region, die ohnehin schon zu den dynamischsten der Welt gehört. Und dann ist da noch die politische Dimension. Japan und Südkorea verbindet eine komplizierte Geschichte. Jahrzehnte voller Spannungen, diplomatischer Krisen und gegenseitigem Misstrauen. Ein gemeinsames Megaprojekt dieser Größenordnung wäre mehr als nur Infrastruktur. Es wäre ein Signal. Aber ist es technisch überhaupt machbar? Die Werkzeuge dafür existieren grundsätzlich. Moderne Tunnelbohrmaschinen sind Wunderwerke der Ingenieurskunst. Massive Stahlzylinder, die sich durch Fels, Ton und Sand fressen. Meter für Meter, Woche für Woche. Beim Gotthard-Basistunnel in der Schweiz, dem längsten Eisenbahntunnel der Welt mit 57 Kilometern, hat allein die Bohrphase rund 17 Jahre gedauert. Ein 130 Kilometer Unterwassertunnel? Realistisch betrachtet 20 bis 30 Jahre reine Bauzeit. Vielleicht mehr. Und dann ist da noch das Erdbebenrisiko.
Japan liegt auf dem pazifischen Feuerring, einer der geologisch aktivsten Zonen des Planeten. Das Tohoku-Erdbeben von 2011 hatte eine Stärke von 9,0. Das stärkste jemals in Japan gemessene Beben. Ingenieure müssten einen Tunnel bauen, der nicht nur Erschütterungen übersteht, sondern danach noch sicher dicht und nutzbar bleibt. Das ist keine kleine Aufgabe. Das ist das komplexeste Ingenieursvorhaben, das je in Angriff genommen wurde. Trotzdem, die Menschheit liebt es, das Unmögliche zu bauen. Der Eurotunnel galt in den 1970er Jahren als Wahnsinn, der Gotthard-Basistunnel als unbaubar, die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden als viel zu teuer. Alle diese Projekte existieren heute und sie verändern täglich das Leben von Millionen Menschen. Der Seikan-Tunnel in Japan verbindet die Hauptinsel Honshu mit der nördlichen Insel Hokkaido. 54 Kilometer, davon 23 Kilometer unter dem Meer. Er wurde 1988 eröffnet und galt bei seiner Fertigstellung als das längste Untertunnelbauwerk der Welt. Japan hat also bereits bewiesen, dass es große Unterwassertunnel bauen kann. Das Wissen ist vorhanden. Südkorea wiederum gehört zu den Ländern mit der fortschrittlichsten Bauindustrie weltweit. Hochhäuser, Brücken, U-Bahnen, die Ingenieure dort bauen schnell, präzise und unter extremen Bedingungen. Wenn zwei solche Länder an einem Strang ziehen, verändert sich die Gleichung. Der Japan-Korea-Tunnel ist noch kein genehmigtes Projekt. Es gibt Studien, Entwürfe, politische Signale, aber noch keinen offiziellen Start. Was ihn von einer bloßen Fantasie unterscheidet, ist das Warum. Zwei der stärksten Volkswirtschaften Asiens, getrennt durch 200 Kilometer Wasser, mit einem klaren gemeinsamen Interesse. Die Technologie wird besser, die Tunnelbohrmaschinen werden schneller. Und das politische Verhältnis zwischen Japan und Südkorea hat sich in den letzten Jahren vorsichtig verbessert. Vielleicht ist es keine Frage des Ob, sondern nur noch des Wann. Und wenn dieser Tunnel irgendwann fertig ist, steht vielleicht als nächstes ein noch verrückterer Plan auf der Tagesordnung. Ein Tunnel von Seoul nach Peking oder eine Hochgeschwindigkeitsstrecke quer durch ganz Asien, von Tokio bis nach Lissabon mit dem Zug, ohne ein einziges Mal umzusteigen. Die Ideen sind da, die Ingenieure sind da. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Moment, in dem jemand sagt, wir fangen jetzt an. Das war's für heute. Wenn wir deine Neugier gestillt haben, gib dem Video einen Daumen hoch und teile es mit deinen Freunden. Oder klick auf diese Videos hier, wenn du mehr willst. Bis zum nächsten Mal bei NeoUnit Fact.